Hallo, liebe Häkelfreunde! Wer von euch meinen ersten und bisher auch einzigen Vlog gesehen hat, dem kommt dieser Cardigan bekannt vor. Ich hatte ihn als eines der kommenden Projekte angekündigt und nun ist er fertig. Dieser Oversize Cardigan ist super einfach zu häkeln. Dabei muss man nicht viel nachdenken oder gar zählen, sondern ganz gemütlich vor sich hin häkeln. Gleich geht's los mit der Anleitung. Vergesst aber nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch das Video gefällt und ihr noch weitere Häkelprojekte von mir sehen möchtet. Für den Cardigan habe ich 2 von diesen Bobbles gebraucht. Sie sind von Yarn Art und heißen Flowers Moonlight. Ein Bobble besteht aus 53% Baumwolle, 43% Acryl und 4% metallisches Polyester. Er hat auf 260 Gramm 1000 Meter. Die Farbnummer ist die 3284. So, jetzt hätte ich fast die Nadelstärke vergessen. Empfohlen werden 3 mm. Ich habe mich aber für die 3,5 mm Häkelnadel entschieden. Außerdem braucht ihr eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel zum Vernähen und Maschenmarkierer. Zunächst mache ich eine Anfangsschlinge und starte dann mit einer Luftmaschenkette. Die Länge der Luftmaschenkette habe ich folgendermaßen ermittelt. Ich habe ein kleines Probebündchen gehäkelt mit Kettmaschen in die hinteren Maschenglieder. Das habe ich so lange gemacht, bis es um mein Handgelenk gepasst hat. Die Anzahl der Reihen, die ich dafür gebraucht habe, habe ich verdoppelt und genau so viele Luftmaschen habe ich dann gemacht. Bei mir sind es 100 Luftmaschen geworden. Achtet darauf, dass ihr ebenfalls eine gerade Maschenanzahl habt. Ich mache eine Wendeluftmasche und drehe die Kette um. Hinten sehe ich die hinteren Maschenschlaufen. In diese häkle ich meine erste Reihe. Ich beginne mit einem Ersatzstäbchen. Dafür mache ich eine feste Masche. In die linke senkrechte Schlaufe dieser Masche mache ich eine weitere feste Masche. Also 2 feste Maschen übereinander. Mein erstes Stäbchen einer Reihe wird immer markiert. Und dann häkle ich in normalen Stäbchen weiter, die gesamte Kette entlang. In der zweiten Reihe angekommen, werde ich jetzt jeweils 2 Stäbchen zusammenhäkeln. Los geht's mit einem Ersatzstäbchen, welches ich aber nicht fertig häkle. Stattdessen steche ich in die nächste Masche ein und beginne mit dem zweiten Stäbchen. Im letzten Schritt ziehe ich den Faden durch alle 3 Schlaufen durch und masche damit beide Stäbchen zusammen ab. Die nächsten beiden häkle ich wieder zusammen. Ich mache das erste Stäbchen nicht fertig, fange das zweite Stäbchen an und beende beide Stäbchen gleichzeitig. Das mache ich die gesamte Reihe entlang.
Wenn euch meine Videos gefallen, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr meine wöchentlichen Videos nicht. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert und teilt. Ein großes Dankeschön dafür. Ich bin am Ende angekommen und seht ihr, wie sich das kringelt? Ich habe jetzt meine Maschenanzahl von 100 auf 50 reduziert, also halbiert. Ich mache eine Wendeluftmasche und drehe mein Häkelstück. Und jetzt mache ich eine Luftmaschenkette in der Länge, in der mein Ärmelbündchen sein soll. Bei mir sind es 20 Luftmaschen geworden. Ich mache noch eine zusätzliche Wendeluftmasche und drehe meine Kette wieder auf die Rückseite. Wie bereits zuvor häkle ich in die hinteren Maschenschlaufen. Dieses Mal mache ich Kettmaschen. Ich bin am Anfang angekommen und verbinde nun in die Basis sozusagen. Ebenfalls mit einer Kettmasche. In die nächste Masche mache ich auch eine Kettmasche. Dann drehe ich das Ganze ohne Wendeluftmasche um. Und jetzt muss ich schauen. Das ist meine erste Masche. Oh je, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut sehen. Das ist die erste Masche. Das ist die zweite. Das sind die beiden Verankerungsmaschen. Das hier ist die dritte Masche, die erste, die ich behäkeln werde, aber nur in die hintere Maschenschlaufe. Ich häkle nur in die hinteren Maschenschlaufen. Ich überspringe also die ersten beiden Maschen und häkle in das hintere Maschenglied der dritten Masche eine Kettmasche. Ich kann euch nur empfehlen, diese Masche zu markieren. Beim Zurückhäkeln hilft es dabei, diese Masche nicht zu übersehen. Das kann nämlich ziemlich leicht passieren. Dann häkle ich so weiter. Bis hier hoch und wieder zurück. Ich bin wieder an der Basis angekommen. Diese Masche ist ja bereits besetzt, also verankere ich in die nächste freie Masche. Und in die folgende auch. Dann drehe ich wieder ohne Wendeluftmasche, überspringe die ersten beiden Maschen und häkle in das hintere Maschenglied der dritten Masche eine Kettmasche. Und so geht's hin und her.
Ihr könnt die nächsten Maschen direkt markieren, dann braucht ihr später nicht zu überlegen, welche die nächste ist. Ihr wisst, ihr habt in diese Masche gehäkelt, also ist das auf dem Rückweg die nächste. Und so häkle ich bis hierher. Mein Bündchen ist fertig. Schaut, wie schön elastisch es ist. Ich habe ja mit 100 Maschen angefangen. Dann habe ich auf 50 verringert. Habe dann 50 Reihen Bündchen gehäkelt und jetzt häkle ich hier oben entlang 50 feste Maschen. Ich häkle in die kleinen Löcher. Manchmal kommt man da nicht so gut rein. Ich versuche, euch das mal zu zeigen. Da sind immer zwei kleine Löcher nebeneinander. Eines rechts, eines links. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Ich habe meine Reihe fester Maschen fertig, mache eine Wendeluftmasche und drehe mein Häkelstück um. Nun mache ich in jede Masche 2 Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Ich habe mit 100 Maschen angefangen, dann halbiert und dann wieder verdoppelt auf 100 Maschen. Nach dieser Erweiterungsreihe mache ich einfach eine Reihe mit Stäbchen, in jede Masche eines. So erledigt. Da ich meine Ärmel sehr weit haben möchte, werde ich in der kommenden Reihe in jede 4. Masche 2 Stäbchen häkeln. Gleich in die erste Masche häkle ich ein Ersatzstäbchen und ein Stäbchen. Dann mache ich in die nächsten 3 Maschen jeweils nur ein Stäbchen. In die 4. Masche mache ich 2 Stäbchen. So sieht man es besser. 3 einzelne Stäbchen und dann 2 in einer Masche. Ich habe nun 124 Maschen.
Normalerweise wären es 125, aber ich habe eine weniger gemacht, damit ich eine gerade Anzahl an Maschen bekomme. Darauf solltet ihr ebenfalls achten. Und jetzt häkle ich einfach nur Reihe um Reihe in Stäbchen, ohne Zunahmen, ohne Abnahmen, bis ich meine gewünschte Ärmellänge erreicht habe. Mein Ärmel ist fertig. Ich messe das mal aus. Das sind 35 cm ab dem Bündchen gemessen. Jetzt werde ich auf beiden Seiten zunehmen. Dafür überlege ich, wie lang mein Cardigan werden soll. Ich messe die Gesamtlänge von vorne nach hinten über die Brust, wie in der Skizze gezeigt. Von dieser Gesamtlänge ziehe ich die Ärmelbreite ab und teile das Ergebnis durch 2. Das Maß, das ich so errechnet habe, entspricht der Zunahme auf beiden Seiten des Ärmels. Achtet darauf, dass die Gesamtmaschenanzahl gerade ist. An diesem Ende schneide ich den Faden ab. Ich habe ihn durch und festgezogen, was unnötig ist. Es hätte gereicht, ihn einfach mit einer Klammer zu sichern. Hier habe ich ihn abgeschnitten und auf der anderen Seite werde ich ihn jetzt befestigen. Bei einfarbigen Projekten ist das nicht nötig. Dann nehmt ihr einfach ein neues Knäuel und macht mit diesem die Kette auf der anderen Seite. Wenn ihr die Anfangsschlingen so macht wie ich, stecht ihr einfach neben der ersten Masche ein, macht eine Kettmasche und zieht dann am kurzen Ende. Damit befestigt ihr die Anfangsschlinge super einfach und sauber da, wo ihr sie haben wollt. Ich habe den Faden nicht in der ersten Masche festgemacht, sondern daneben. Sonst würde mir am Ende eine Masche fehlen. Und jetzt mache ich eine Luftmaschenkette in der Länge, wie ich sie soeben ermittelt habe. Am Ende schneide ich den Faden ab, ziehe ihn durch und fest. Jetzt gehe ich wieder zu der anderen Seite, löse den Knoten und knüpfe den Bobbelfaden wieder hier an. Wie gesagt, wenn ihr nicht mit einem Bobbel arbeitet und mehrere Knäuel in der Farbe habt, braucht ihr da nicht abzuschneiden, sondern nehmt für die andere Seite einfach einen anderen Knäuel für die Luftmaschenkette. Ich verknüpfe beide Enden mit dem magischen Knoten. Diese Methode ist meine absolute Lieblingsmethode, die nutze ich auch innerhalb der Projekte, um neue Knäuel anzuknüpfen. So, jetzt mache ich die gleiche Luftmaschenanzahl wie auf der anderen Seite. Und dann beginne ich wie bereits am Anfang des Projekts mit einem Ersatzstäbchen. Danach geht es ganz einfach in Stäbchen weiter. Hier angekommen häkle ich ebenfalls ganz normal mit Stäbchen weiter.
Und auf der anderen Seite ist es auch nicht schwierig. Wenn ihr die letzte Masche gehäkelt habt, dann häkelt ihr einfach in die hinteren Schlaufen der Luftmaschen weiter. Und dann geht's wieder in Stäbchenreihen weiter, bis die gewünschte Breite erreicht ist. So, ich habe jetzt weiter gehäkelt und habe dieses Stück gehäkelt. Das sind so circa 22–23 cm. Das reicht mir. Und daher, ach genau, hier habe ich dann die Mitte markiert. Also auf dieser Seite sind bei mir 100 Maschen und ab der markierten Masche sind bei mir auch nochmal 100 Maschen. Es muss auf jeder Seite die gleiche Maschenanzahl sein. Jetzt unterteile ich in Vorderseite und Rückseite mache ich nämlich noch ein paar Reihen mehr. So, daher, wir schneiden da nichts ab. Wir fangen hier an und häkeln bis zur Markierung einfach in festen Maschen. Ich mache eine Wendeluftmasche, drehe mein ganzes Stück und fange einfach mit festen Maschen an. So, und das mache ich bis eben zu meiner Markierung. So, ich bin bei meiner Markierung angekommen. Die Markierung ist der Start für meine Stäbchenreihe. Also, hier geht es mit einem Stäbchen los und um die Höhe zu bekommen, mache ich ein Ersatzstäbchen. So, jetzt habe ich wieder meine Höhe. Und dann kann ich ganz normal ein Stäbchen weiter häkeln. Und da häkle ich im Endeffekt bis zum Ende der Reihe wieder zurück und mache dann noch ein kleines Stückchen mit Stäbchen. Das ist dann mein Rückenteil. Und das hier vorne ist das Vorderteil. Da seht ihr meine beiden Teile. Die sind völlig identisch gehäkelt. Und dieses kleine Stückchen erweitert mir bei beiden die Rückenteile. Bei mir sind das ca. 5 cm. Beide Teile habe ich bereits passend hingelegt. Die schöne Seite liegt außen. Hier ist der eine Ärmel, da der andere. Und jetzt werde ich beide Teile hier verbinden. Ich habe meine letzten Maschen bei beiden Teilen jeweils mit einem Maschenmarkierer gesichert. Die nehme ich jetzt heraus. Und dann ziehe ich die eine Schlaufe durch die andere. Ich mache eine Luftmasche und kann nun mit dem Verbinden loslegen. Dafür fädle ich jeweils in die innere Maschenschlaufe der Masche auf beiden Seiten ein und mache eine Kettmasche. Innere Maschenschlaufe heißt bei mir die Schlaufe, die näher an der Verbindungsnaht liegt. Aber man sieht es hier ganz gut, wie ich das mache.
Das sieht dann so aus. Und hier von der schönen Seite. Das mache ich bis zum Ende der Reihe. Wenn ich fertig bin, schneide ich den Faden ab, ziehe ihn durch und fest. Jetzt schließe ich noch die Ärmel- und Seitennähte auf beiden Seiten. Das mache ich ebenfalls mit Kettmaschen, von der linken Seite aus gesehen. Einmal hier und einmal da. Als letztes umhäkle ich mit festen Maschen den Ausschnitt von rechts. Mein Oversize Cardigan ist fertig. Er lässt sich super entspannt und einfach häkeln. Man häkelt einfach in Stäbchen vor sich hin, ohne Muster zu zählen oder ähnliches. Für mich ist er ein toller Überwurf für warme Frühlings- und Sommertage. So wie ich ihn auf den Bildern trage, mit einem Top und einer Jeans, gefällt er mir am besten. Einfach lässig. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch meine Videos gefallen. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr wollt. Bis bald!